Hallihallo und Hallöchen, zurück. Wir sind hier im Garten und schauen mal, was hier liegt. Das sieht nicht ganz so lecker aus. It was probably the gardener who lit this fire. Look here. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. This subject will probably be useful to me. Let us now try and get our brain cells to work. Was für Unterlagen sind das? Warum hat Dora persönliche Gegenstände in Comsite gelassen? Dora hat einen Brief hinterlassen. Mach's einfach mal so. Es fehlt ein Dolch. Okay, sie möchte nicht des Diebstahls bezichtigen. Everything that Thorgray has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her. But she chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Ja, kann ich verstehen. Let us now try and get our brain cells to work. Ist Thora eine Giftmischerin? Ja, Thora hat Rattengift bestellt. Am Tatort war eine vergiftete Ratte. Und Lady Clark denkt, dass sie vergiftet wird. Dann nehmen wir mal, dass Lady Clark nur noch ein Jahr zu leben hat. Dora Gray hat nie daran gedacht, Lady Clark zu vergiften. Thorgray had no reason to kill someone who only had few months left to live. The poison she ordered was for rats. The gardener must have made good use of it, considering the stinking remains on the path, not far from the property. I've finished here. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. Nein, noch nicht. Ich will da hinten noch gucken. Du bist hier noch nicht fertig. Okay, du bist anscheinend doch fertig. Ui, hier ist ganz schön dunkel. Irgendwie habe ich so ein ungutes Gefühl, dass der Mörder zu uns auch noch kommt. Das gefällt mir ganz und gar nicht hier. So dunkel. May you have peace, Carmichael. Charlotte. Das ging schnell. Und jetzt komme ich, wie komme ich jetzt wieder zurück? Muss ich zur vorderen Tür raus. Ach Gott, den ganzen Weg wieder zurück. Ja. Clark's greenhouse. It must hold some rare plants. Okay, dann gehen wir mal rein. Dahin, dahin. Los, 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 los. Ich bin gespannt, wie wir jetzt eigentlich auf den Mörder kommen. Also wir haben ja eigentlich gar keine Indizien, außer dass er ABC heißt. Wobei Pyro da ja auch gar nicht drauf kommen kann eigentlich. Dass das von dem kommt. Beziehungsweise er denkt halt, ABC bedeutet A für Andover war es, glaube ich, B für Bexhill und C für wo sind wir? Clarkson? Ne, irgendwie sowas. Before leaving, I have to put the skeleton. Ach so, ja genau, wir müssen den ja wieder an den Ort zurücklegen. Dann machen wir das April 9. dann eben so. Perfect. Nothing else is keeping me here. Ich hätte ihn mitgenommen. Fällt doch nicht auf. Können wir die verbrannten Dokumente eigentlich anschauen? If someone has tried to get rid of these documents, they may be important. Verbrannte Blätter im Garten des Herrenhauses der Clarks. Ich bin sicher, dass dies das Werk des Mörders war. Ihr Inhalt ist wesentlich für die Ermittlungen. Der stand wahrscheinlich unter den I am not Patienten. going to leave Comside now. I still have some things to do. Hä? Du hast gerade gesagt, wir gehen. Achso, Entschuldigung. Hastings anrufen. Hello, Hastings? I have finished in Churston. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burnt document?
Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. Accessoire ist etwas, das man trägt. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. Okay. Diskutieren. Ungarischer Schnurrbart. This bottle is for our visitors. Personally, I prefer the sherry. Poirot, since my return, I see that you have fewer grey hairs than when I last saw you. How is that possible? Mon ami, I am sure that you will find the explanation all on your own. Das sage ich dir. Warum? Weil. This man is tired. Ja, den gesenkten Blick. Ich meinte den gesenkten Blick. Hallo? Das meinte ich auch nicht. Aber okay, dann halt noch. Donald is short of sleep. And it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. Ja, und er säuft sich zu, also irgendwas hat er rausgefunden. Mr. Poirot, I don't know why I'm here. Ihm versichern, dass er angehört wird. You wanted to talk, and you came to find the only man capable of hearing you. Mr. Poirot, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. Fahren Sie fort. Have a drink, and tell me about this dream. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her round the throat, and I squeeze, and squeeze until she's dead. Her head falls back, and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Aha. Let us now try and get our brain cells to work. Wie ist Donalds Traum zu interpretieren? Nein. Donald war sehr in Betty verliebt, okay. Donald ist müde. Donald fühlt sich schuldig, Betty ermordet zu haben. Und Donald mag Megan. Donald war ein gewalttätiger Mann. Er bringt Betty... Donald ist müde. Donald mag Megan. Fühlt sich schuldig, Betty ermordet zu haben, und im Traum bringt er sie nicht um. Wie ist Donalds Traum zu interpretieren? Also nochmal zurück. Nein, nicht so weit. Also, okay. Soll's einfach die da wegmachen. Die beiden Morde wurden vorsätzlich vom selben Mörder begangen. Nein. Donald war sehr in Betty verliebt. Deswegen hat er diesen Traum. Er war ein gewalttätiger Mann. Das hat damit eigentlich ja nichts zu tun. In seinem Traum bringt Donald Megan nicht um. Und Donald mag Megan. Donald ist dabei, Gefühle für Megan zu entwickeln und fühlt sich schuldig, Betty fallen gelassen zu haben. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly.
and this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. Ich mag Züge. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Bien, it is late, and I asked Miss Grey to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Na, hoffentlich kommt sie auch. Denn man kann ja jedem alles zutrauen und wenn die nach London gezogen ist, dann... Okay. Mademoiselle, I asked you here in order to answer a very important question. Die wären? Gelogen zu haben. Sie beschuldigen die Komplizin des Mörders zu sein. Sie daran erinnern, dass sie am Mordtag niemanden gesehen hat. Am I right in thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered? It's the absolute truth. Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size, glasses, dark suit, and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident. But he wasn't. Erläutern, dass sie bezüglich ihrer Abreise aus Churston gelogen hat. Fragen, ob sie aus eigener Initiative gekündigt hat. Die Tatsache hervorheben, dass ihre Abreise unklar ist. Puh. Also das wäre halt so, um rauszufinden, ob sie wirklich gekündigt worden ist oder nicht. Wobei wir ja eigentlich von der Omi wissen, dass sie ihr gekündigt haben. Dass ihre Abreise unklar ist, eigentlich auch nicht. Erläutern, dass sie bezüglich ihrer Abreise aus Churston gelogen hat. Ja, das hat sie ja. Sie hat ja gesagt, sie bevorzugt einen Job in London. You also forgot to tell me that you had been fired. You never asked me. It was Franklin who led you to believe that I left voluntarily. He's more chivalrous than you. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin could not go against the wishes of a sick lady. He is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churston. Sagen, dass die Gegenstände ein Risiko darstellen würden. Fragen, ob sie nach Churston zurückkommen wird. Fragen, ob sie die Gegenstände abholen wird. Das wird sie nicht machen. Ich nehme mal dass es ein Risiko ist. Ich weiß nicht ganz genau, was daraus resultiert. Aber die anderen zwei passen irgendwie nicht so wirklich. It was too risky for you to keep these objects, am I correct? Risky? What was the risk? Sagen, dass der Fluch des Drachen auf ihr liegt. Dass Lady Clark sie des Diebstahls bezichtigt hätte. You know very well what Lady Clark might have said if you had kept these objects. Indeed. These objects were gifts. But Lady Clark would have been convinced that I'd stolen them. By returning them, I put an end to such evil gossip. Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. Sind Sie die If Mörderin? Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. Das fand ich auch immer lustig, so Detektive, ne? Da lassen sie 2 Stunden I met herfahren. Thora Grey on the Minuten. stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt.
Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. So. Let us now try and get our brain cells to work. Ich wollte eigentlich gerade das Ding einlegen. Hätte Tora Sir Michael geheiratet, wenn er noch leben würde? Tora Gray ist geblieben, um Carmichaels Geschäfte zu erledigen. Sir Carmichael Clark stand Tora sehr nah. Er hat ihr eine Brosche geschenkt. Tora bleibt vage. Nee. Tora ist eine Verführerin. Sir Carmichael fand Tora charmant. Irgendwas passt hier nicht. Tora ist eine Verführerin. Sir Carmichael fand Tora charmant. Er hat ihr eine Brosche geschenkt. Dann hätte ich noch das hier genommen. Aber das ist jetzt alles mit ihm. Und sie ist geblieben. Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich drück einfach mal irgendwas. Irgendwas wird schon passieren. Hoffe ich doch. Hilfe. Helft mir. Chaka, chaka. Ich habe keinen Plan mehr. Ich bin verwirrt. Und das ist immer das Beste, was man eigentlich machen kann. Wenn man keinen Plan hat. Aber anscheinend funktioniert das auch nicht. Tora Gray ist geblieben, um Carmichaels Geschäfte zu erledigen. Das würde sie ja nicht machen, wenn sie ihn nicht mögen würde. Er stand ihr auch sehr nahe. Aber das bringt uns ja nichts. Wir müssen... Tora schätzt Franklin. Tora bleibt vage. Tora ist eine Verführerin. Und sie ist geblieben, um seine Geschäfte zu erledigen. Er hat ihr eine Brosche geschenkt. Sie standen sich sehr nahe. Sie schätzt Franklin. Und sie fand... Sir Michael fand Tora charmant. Okay, das ist schon mal nicht richtig. Hey, ich habe jetzt gerade echt keinen Plan. Keinen Plan. Okay, wir machen einfach mal so. Wir tauschen da oben einfach jetzt mal durch. Also ich habe keinen anderen blassen Schimmer. Zacka, zacka, zacka. Das Spiel macht es mir auch nicht leicht, meine Taktik hier durchzuführen. Das kann nämlich so nicht funktionieren. Hätte Tora Sir Carmichael geheiratet, wenn er noch leben würde? Tora schätzt Franklin. Carmichael hat ihr eine Brosche geschenkt. Und er fand Tora charmant. Sie ist eine Verführerin. Sie bleibt vage. Glaub nicht, dass das interessiert. Jetzt haben wir's. Tora wollte heiraten und hätte es sehr wahrscheinlich geschafft. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wie wir es geschafft haben. Read between the lines, Hastings. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he is lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she is calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami.
We have another more important matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Was denn? Let us now try and get our brain cells to work. Darum kümmern wir uns aber in der nächsten Folge. Danke für deine Aufmerksamkeit, viel Spaß noch heute und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.